Wenn die Not groß ist, sind wir alle auf Menschen wie Franziska Beimel, Elif Dilek, Oliver Pötsch oder Antje Lietz angewiesen. Sie alle sind Pflegerinnen und Pfleger. Für viele ist es Berufung statt nur Beruf. Dienstbeginn für Franziska Beimel am Barisano-Klinikum Frankfurt-Höchst. Nach eigenen Angaben das momentan modernste Krankenhaus in ganz Deutschland. Die 28-Jährige hat 2018 ihr Examen gemacht und ist direkt in den Pflegeberuf gegangen. Wir wissen alle, Personalnot herrscht an vielen Kliniken, sagt Franziska Beimel. Doch was tun? Wir orientieren uns an dem, was wir leisten können. Das heißt, wir haben natürlich immer ein Notfallbett, aber wir versuchen, unsere Patientenzahlen an die Zahlen unserer Mitarbeiter anzupassen. Das heißt, eine Person kann auf unserer Station, die ist einfach viel zu komplex, keine 5 Patienten versorgen. Wenn wir nur 3 Schwestern im Dienst haben, dann müssen wir schauen, dass wir uns nicht aus anderen Kliniken ganz viele Kinder hierher holen, sondern dass wir schauen, dass unsere Mitarbeiter gesund bleiben, dass sie ihrer Arbeit nachkommen können und dass alle Patienten sicher versorgt sind. Und die Dame links auf dem Plakat arbeitet tatsächlich in der Klinik. Elif Dilek ist Fachkrankenschwester auf der Intensivstation. Ich bin tatsächlich hier groß geworden. Ja, ich habe hier meine Ausbildung gestartet und bin dann auch direkt auf die Intensivstation. Habe viele Bereiche gesehen und auch erlebt und auch erleben dürfen. Und habe natürlich auch die Weiterbildungsmöglichkeiten dann auch genutzt, die man mir hier auch geboten hat, so dass ich bis zur Stationsleitung hier das jetzt so genießen darf. Am Internationalen Tag der Pflege gibt es in vielen Krankenhäusern für das Pflegepersonal kleine Aufmerksamkeiten. In Frankfurt-Höchst sind es Vitamine. Was Stationsleiterin Antje Lietz auf der Seele brennt, dass ein Großteil der Bevölkerung den Beruf völlig falsch einschätzt. Pflege ist so viel mehr, als tatsächlich nur dem Patienten das Essen zu bringen, Blutdruck zu messen oder den Rücken zu waschen. Dafür kann ich jemand anderen hinstecken, der nicht so qualifiziert ist. Aber der Pflege ist ein Mittel zum Zweck, tatsächlich auch Krankheiten vorzubeugen. Heute früh hatte ich eine Patientin, die hatte eine Wunde am Unterschenkel. Deswegen ist sie aber nicht hier. Und dann aufgrund der Anamnese habe ich dann herausgefunden, dass sie eine Venenkrankheit hat. Da kann ich natürlich ganz anders passieren Dinge in mir, um sie weiterhin gut zu betreuen, weil es auch eine ältere Dame ist, die natürlich da vielleicht auch noch mal Bedarf hat, versorgt zu werden. Und das ist Krankenpflege, nicht das Abhandeln von einzelnen körperlichen pflegerischen Tätigkeiten. In einem Café in Mittelhessen treffen wir Christina Dinius. Auch sie arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Sie spricht offen über die Nöte des Berufs. Die oftmals nur mittelmäßige Bezahlung ist nur ein Aspekt. Es fehlt an vielen Ecken und Enden, so die 26-Jährige. Dann gibt es halt Material XY nicht, weil das kostet zu viel. Dann wird halt, Personalkosten sind das Höchste. Wie viele brauchen wir denn mindestens? Es sind so Sachen wie auf Station, dass man zum Beispiel Praxisanleiter freistellt oder Einarbeitungskonzepte. Einarbeitung muss am besten in 2 Stunden erledigt sein. Dafür kann sich keiner Zeit nehmen, weil halt so ein Mangel ist. Es ist wie so ein Deckchen, was knapp bemessen ist. Und man zieht es halt immer dahin, wo es gerade am kältesten ist. Aber es gab mal auf Twitter so einen ganz guten Spruch, irgendwie, dass Pflegemangel ist wie Lasagne für 12 Leute mit 30 Gramm Käse oder so. Und dass es halt einfach nicht angepasst ist. Dann kann man halt nur eine kleinere Lasagne machen, aber dann wird es eine gute. Und ich glaube, das ist so das, was ich anprangere, dieses Profite damit machen zu wollen und nicht den Job ausführen zu können, wie man es gelernt hat. Der heutige Tag der Pflege geht auf sie zurück. The Lady with a Lamp, die Dame mit der Lampe. Gemeint ist die am 12. Mai 1820 geborene Florence Nightingale, die nachts auf ihren Kontrollgängen die Patienten mit einer Lampe in der Hand besuchte. Sie gilt als Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege. 203 Jahre später, also heute, ist die Medizin zwar wesentlich weiter, aber die Pflegeberufe haben es immer noch schwer. Der Pflege eine Stimme geben will Janine Farsold als Pflegeinfluencerin. Es gibt auch Sachen, die nicht unbedingt eine Pflegefachkraft machen muss. Also wir verbringen teilweise Stunden, wenn man das mal so aufs Jahr runterbricht, vor Aufzügen oder mit irgendwelchen Wegen zur Diagnostik und irgendwelche Botengänge, die nicht unbedingt in unserer Ausbildung liegen. Also ich finde, wir brauchen eine Revolution des Systems quasi. Wir müssen das komplett neu denken. Das ist einfach das Wichtige daran, dass das System neu gedacht wird, weil wir mit Generation Z jetzt auch eine andere Zielgruppe an neuen Menschen haben, die in die Pflege geholt werden sollen auch. In Hessen arbeiten rund 89.000 Menschen in ambulanten und stationären Pflegeberufen. Doch die Zahl trügt. Es gibt einen Personalmangel bundesweit. Was fehlt, sind junge Menschen, die sich für den Beruf entscheiden. Denn früher oder später sind viele von uns auf hochqualifizierte Kräfte wie Elif Dilek angewiesen. Möglichst in echt und nicht nur
auf dem Plakat.